last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Moin moin, seid mir gegrüßt, der Hansa hier, an einem fantastischen, verregneten Tag, wie in den letzten Wochen. Heute habe ich etwas ganz Interessantes für euch. Ich habe mir bei AliExpress eine Darth Maul Figur bestellt. No-Name-Produkt, angegeben unter Disney. Disney Darth Maul. Für umgerechnet 15 Euro. Und da habe ich mir gedacht, auch für 15 Euro kann man eine coole Darth Maul Figur kriegen. Sollte möglich sein. Aber jetzt stellen wir sie mal hier hin. Das ist sie. Und wenn man so sieht, denkt man sich, ja, sieht doch cool aus. Für 15 Euro ist doch in Ordnung. Ja. Bin ja schon froh, dass sie die Figur nicht wieder unter, wie heißt die Firma noch? SH Figure Arts oder so verkauft haben. Können wir mal fokussieren hier? Komm mal rein. Das sieht echt, ne? Denkt man doch, wow, ist doch cooler Kopf. Gelenke, Das war das erste. So kam die Verpackung war heile. Ich habe den nur am Arm angepackt und den versucht so ein bisschen aus der Packung und das war das erste, was nach 2 Sekunden abgebrochen ist. Also wirklich abgebrochen ist. Das nächste. Ja. Tada. Und das geht munter so weiter. Also, es ist einfach, also, ja. Vor allem, ich verstehe die Leute nicht. Ich verstehe diese Firmen nicht, die sowas herstellen. Sie waren so nah dran. So nah dran, eine wirklich coole Figur zu bauen. Jetzt kriege ich da nicht mal mehr reingeprügelt hier. Und dann sowas. Ich kann es nicht verstehen, echt. Vor allem die Produktfotos waren natürlich wieder perfekt geil. Vor allem, wie gesagt, der Kopf, das ist gut. Das hier, der Stoff, dieses PVC-Zeug, Kunststoffzeug, das ist gut. Hier, Fußgelenke doppelt, hier, da. Also, hier, Kniegelenk. Super, echt, aber dann Schultergelenk, alles. Scheiße, schade. So nah dran. Und dann kommt so ein Scheiß dabei raus. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, wofür soll das gut sein? Ich meine, klar, es ist ein Vitrinenstück. Für einen Erwachsenen, der stellt sich das Ding hin und sie fällt vielleicht beim Saubermachen einmal runter und dann kann man erstmal 3 Stunden die Einzelteile wieder suchen. Knack. Es knackt. Knackt, aber es hält trotzdem nicht. So ein, echt wirklich, also enttäuschend. Ohne Ende. Also ich weiß noch nicht mal, ist das, vielleicht weiß das ja einer von euch, ist das ein KO, ist das ein Knock-Off von irgendwas? Weil diese Art der, ja, wie soll man das jetzt sagen, Gelenke habe ich so, wüsste ich jetzt nicht. Hasbro oder so macht das so auf jeden Fall nicht. Oder keine Ahnung, welcher Hersteller das, vor allem auch so ganz, so, ach Gott, ich lasse es jetzt weg. Vor allem auch wie die Gelenke gemacht sind, ist auch mehr wie merkwürdig. Auf dieser Seite funktioniert das mit dem Ellbogen. Aber selbst wenn man den anderen jetzt wieder dran gebastelt bekommt, ich weiß nicht mehr wohin geflogen ist. Hier unten liegt er. Jetzt probieren wir das mal hier. Kann man das... Es ist zu kurz. Es ist auch noch zu kurz auf dieser Seite. Es geht einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was denkt man sich dabei als Firma? Selbst wenn man sagt, ja, also, wir sind chinesische Firma und wir verkaufen hier Fälschungen von irgendwas. Ist doch scheißegal. Aber es macht's für die Kunden ja nicht besser. Beziehungsweise es gibt schlechte Bewertungen dadurch. Ist ja klar, ich meine, wer sowas verkauft,
als Händler, der wird nachher auch sagen, ey, sag mal Leute, könnt ihr nicht ein bisschen... Es geht nicht. Das ist unmöglich. Das andersrum, nee, weil es genau diese Aussparung hier in dem Teil ist. Vergiss es. Man hat sich so viel Mühe bei der Optik gegeben. Aber das war's. Ich meine, selbst bei einer Firma, die Fälschung herstellt, gibt es doch eine Qualitätskontrolle, oder nicht? Wo man sagt, ja, oder ist das eine Special-Explosionsfigur, wo man irgendwo einen Knopf drücken kann? Nee, hat sie keinen. Wo man draufdrückt und dann fallen die Gelenke ab oder so, keine Ahnung. Ich meine, diese Figur kann man jetzt vielleicht cool für Fotos benutzen, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte eine Szene nachstellen, wo Darth Maul der Arm abgehackt wird oder was, also als Fotoding, dass man sagt, oh, ich lasse ihn so im Regal stehen. So, Obi-Wan hat wieder zugeschlagen und hat ihm diesmal auch nicht durchgetrennt, sondern ihm nicht nur die Beine, sondern nur, was weiß ich, noch den Arm abgehackt. Echt ein Scheiß. Echt ein Scheiß. Aber, naja, gut. Was Cooles. Jetzt haben wir mal viel gemotzt. Muss ich mal gucken, ob man das irgendwie hinbekommt. Weil auch beim Rest haben sie sich Mühe gegeben. Sie haben sich auch beim Rest Mühe gegeben. Der kommt nämlich noch mit jede Menge extra Plastik. Ersatzhände, Fäuste. Das finde ich gut. Das hätte ich zum Beispiel gerne bei Star Wars, The Black Series. Dass man da irgendwie noch Ersatzhände bei hat, die man tauschen kann. Die man hier auch tauschen kann. Jetzt habe ich hier das Einzelstück. Das ist natürlich auch sehr... naja, gut. Das ist sehr dünn. Da muss man... Naja, gut. Wenn man es nicht zu häufig macht. Ja, aber so, das ist cool. Das gefällt mir. Auch die Details. Hier ist noch ein Wechselkopf dabei. Kriege ich den Fokus überhaupt so noch dran? Das sieht doch gut aus. Meine Kamera hat heute beschlossen, wir fokussieren gar nicht. Das ist ein guter Kopf. Kommt jetzt bei der Kamera gar nicht so richtig rüber. Fokussier doch mal richtig. Was ist denn los? 50 Megapixel, aber... Toller Kopf. Gut. Auch das Lichtschwert. Von den Details her. Cool. Sehr gut. Und dann sind nochmal das Schwert nochmal als einzeln. Also wenn er die in 2 Schwertern hat. Auch nochmal dabei. Kann man natürlich auch wechseln, ist ja klar. Das ist ja, was auch witzig ist, ich glaube, hier war auch irgendwie... Genau. Das hält nämlich irgendwie, ist es so gemacht, dass es nur auf dieser Seite hält und das andere nur auf dieser Seite. So. Also andersrum. Irgendwas war hier. Genau, so rum hält das nicht. So rum jetzt auch nicht. Moment. Ohne Moment. So, jetzt hält's. Das hält. Also wenn man sich das hinschaltet, zuck, zuck, zuck. Ja, ich meine, sie waren so nah dran. So nah. Scheiße. Schade. So nah dran und dann kommt sowas raus. Ja gut, wenn man bei AliExpress was bestellt, da kann man sich wirklich nie sicher sein. Aber ich frage mich, was so ein Hersteller denkt. Oh, sieht super cool aus, die Figur. Die packen wir jetzt mal so ein. Ja, Chef, aber sie fällt auseinander bei der ersten Bewegung. Ja, dann darf der Kunde sie halt nicht anfassen. Wo ist das Problem? Hier ist auch noch ein... Ich meine, wenn das alles funktionieren würde, wäre die Figur der Hammer. Zum Fotos machen, posieren etc. Aber mir ist auch aufgefallen, dass hier irgendwie die Beine mal abfallen, dass das Innenstück einfach zu kurz ist. Also man kann immer nur ein Bein vernünftig reindrücken, nach oben schieben und dann schiebt man das Ganze so nach hier, aber dann ist hier auf dieser Seite, es ist dann zu kurz. Also ein Bein kriegt man fest. Sobald man das zweite reindrückt, drückt man das innen irgendwie wieder nach oben und dann
hält es auf dieser Seite nicht mehr und ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken, was dieser Blödsinn soll. Wofür soll so eine Figur sein? Klar, ich meine, wenn ich sie irgendwann mal wieder zusammengebastelt habe, die kommt so in die Vitrine, neben die anderen Figuren irgendwo nach hinten, ganz beschämt in die Ecke und dann bleibt sie dann dort stehen. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie auf die Reihe, dass sie in einer halbwegs netten Position stehen bleibt und dann bleibt es halt so. Aber naja gut, wenn man bei AliExpress, wie gesagt, was ich gerade schon mal sagen wollte, wenn man bei AliExpress was bestellt, dann können da immer mal so Schätzchen bei sein. Ich habe hier auch noch, oh, komm her, du Schrottding, ey, eine ziemlich interessante Wonder Woman Figur bestellt, der es ähnlich geht. Optik, okay, der Rest, oh mein Gott. Das ist halt immer so ein Risiko. Manchmal, ich hatte auch schon bei, wie gesagt, bei AliExpress bestelle ich sehr gerne und auch recht häufig. Haben ja auch echt gute Preise, aber wenn da sowas dann bei rauskommt, das ist immer so ein, ja, wie so ein Ü-Ei. Obwohl man eigentlich vorher weiß, was drin sein sollte, aber trotzdem kann dann trotzdem mal ein faules Ei dabei sein. Und also, wie gesagt, und es ist kein Name angegeben, nichts. Ach Junge, mach doch mal das Schwert da durch. Das kann doch nicht so schwierig sein. Geht das bei dem nicht auf? Ne, die Faust ist scheinbar nicht dafür gedacht. Jetzt fällt das schon wieder ab. Hier, ich meine, sehr viele Ersatzhände sind hier bei. Welche sind denn für die Schwerter gedacht? Muss man das erst hier irgendwie so durchfrügeln? Ach, Junge. Ja, so wird es ein bisschen heiß, wenn du das Schwert so anpackst, Kollege. Ja, das fällt schon wieder auseinander. Oh, aber wie macht so ein Ding auch Spaß? Der Spaß an der Verzweiflung. Ach, Junge. Jetzt, ist es jetzt drin oder nicht? Das ist auch so eine Frage. Naja, gut, für 15 Euro erwartet man jetzt auch nicht, keine Ahnung was, aber wenigstens jemand. Ich meine, so sieht er aus wie der Ritter der Kokosnuss. Also, das ist noch eine Fleischwunde. Einigen wir uns auf Unentschieden. Oh mein Gott. Naja, vielleicht kriege ich das Ding noch irgendwie zusammengebastelt, dass er irgendwie so halbwegs. Die Ritter der Kokosnuss, genau. Der schwarze Ritter. Oh mein Gott. Naja, gut. Wie gesagt, AliExpress, coole Seite, aber manchmal kommt halt sowas dabei raus. So, ich werde mal versuchen, das Ding irgendwie zusammenzuprökeln, zu kleben, ich weiß nicht, ich habe ja noch ein paar Möglichkeiten, gibt es ja noch, das Ding irgendwie zusammenzubasteln. Sie waren so nah dran, eine coole Figur zu machen. Dann haben sie es so verkackt. Ach, egal. So, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssing. Ajo, ich nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo wäre natürlich der Oberknüller. Denn da kommt in Zukunft bestimmt noch einiges Lustiges, Skurriles und natürlich Neues. Ciao, ciao.